Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Serie rund um die Samsung Galaxy Watch 6 und Galaxy Watch 6 Classic. Und heute starten wir mit dem Einsteiger-Guide. Wir gehen alles durch, was es so gibt. Deswegen ist das Video auch etwas länger. Da ihr euch vielleicht nur für Teile interessiert, nutzt gerne die Sprungmarken. Die habe ich extra für euch eingebaut, damit ihr zu den richtigen Stellen kommt. Ja, und nachdem wir die Uhr im letzten Video eingerichtet haben, sind wir jetzt an diesem Punkt hier. Das heißt, wir starten jetzt die kleine Samsung-Tour und da wollen wir auch einmal mit loslegen, die euch so einen kleinen Überblick gibt, was denn so die Grundfunktionen sind. Zunächst mal, wenn ihr von oben nach unten wischt, kommt ihr in das Quick Panel. Das sind grundsätzlich erstmal so ein paar Einstellungen, die zeige ich euch später aber nochmal im Detail. Und das Prinzip ist immer, ihr wischt von der einen Seite zur anderen und um zurückzukommen in die entgegengesetzte Richtung. So einfach ist es, das seht ihr jetzt hier auch nochmal, denn um den App Drawer zu öffnen, wischen wir von unten nach oben und logischerweise dann auch von oben nach unten wieder, um das Ganze zu schließen. Und gleiches gilt auch für die Benachrichtigungen, die habt ihr sozusagen im Westen eurer Uhr. Nämlich indem ihr von links nach rechts wischt und eben indem ihr dann einmal draufklickt, das wird hier symbolisiert, könnt ihr dann die Benachrichtigung auch öffnen und könnt dann wieder zurück, indem ihr von links nach rechts wischt, beziehungsweise jetzt dann zurück auf den Bildschirm, wieder in die Mitte sozusagen. Also ihr müsst euch eigentlich nur merken, wo ihr euch gerade befindet, Norden, Süden, Westen, Osten, dann ist es relativ einfach zu wissen, wohin man zurückwischen muss. Im Notfall könnt ihr einfach immer oben auf die Home-Taste drücken, denn die bringt euch stets zurück zu eurem Watchface, sodass ihr dann wieder am Startpunkt eurer Reise sozusagen seid. Ja, das ist vielleicht mal so ganz der grobe Einstieg. Hier noch die Information, dass ein oranger Punkt Benachrichtigung avisiert. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn wenn eine Benachrichtigung reinkommt, habt ihr diesen kleinen Punkt da und wisst dann, dass ihr von links nach rechts wischen könnt, um diese Benachrichtigung zu öffnen und euch die Benachrichtigung dann auch entsprechend anzuschauen. Alles Weitere gucken wir uns dann jetzt in den folgenden Teilen dieses Videos einmal an. Wir steigen dann direkt ein in die Grundlagen der Bedienung. Und bedienen könnt ihr das Ganze zum einen natürlich mit der Lünette, entweder bei der Classic mit der haptischen Lünette, sonst mit der digitalen und den zwei Knöpfen auf der rechten Seite und selbstverständlich über den Touchscreen, der euch natürlich ermöglicht, Dinge von rechts nach links zu verschieben und so weiter und so fort. Der Knopf rechts unten dient immer dazu, eine Ebene zurückzuspringen und rechts oben dient, das haben wir ja gerade eben schon gesehen, dazu aufs Watchface zurückzuspringen. Ich zeige euch das jetzt nochmal, wenn ihr in der App seid. Also wir öffnen hier quasi einmal das Wetter und können jetzt hier oben mit dem Knopf wieder zurückspringen, komplett raus aus der App. Beachtet bitte, die App wird dadurch nicht geschlossen, sondern wie bei eurem Smartphone auch, wird die erstmal im Hintergrund gehalten. Scrollen könnt ihr auch mit der Lünette oder halt natürlich mit dem Finger, je nachdem, was euch besser gefällt. Die Tasten auf der rechten Seite haben auch jeweils noch Doppelfunktionen, also einmal hier zum Beispiel gedrückt halten, dann öffnet sich Bixby, das könnt ihr allerdings auch konfigurieren. Die obere Taste lässt sich auch mit einem Doppelklick bedienen, sodass ihr dann da noch was einstellen könnt. Wenn ihr beide Tasten gleichzeitig drückt, kommt ihr ins Ein- oder Ausschalten-Menü. Und die untere Taste lässt sich in Teilen auch noch konfigurieren, sodass ihr auch da die Möglichkeit habt, noch eine andere App bzw. die zuletzt verwendete App draufzulegen. Vom Grundsatz her ist dort erstmal Samsung Wallet hinterlegt, dass wenn ihr die untere Taste gedrückt haltet, dann ist quasi dort Samsung Wallet die Standardeinstellung, wenn ihr das Ganze bekommt. Vom Grundsatz her natürlich nach rechts und links wischen, das funktioniert auch genauso wie von oben nach unten und so weiter und so fort. Ja, im nächsten Schritt schauen wir uns nochmal die 4 Himmelsrichtungen im Detail an. Also zum einen von unten nach oben kommt ja der App Drawer, wo ihr dann alle eure Apps findet, die ihr installiert und so weiter und so fort. Von links nach rechts haben wir vorhin schon gesehen, kommen die Benachrichtigungen. Durch Anklicken könnt ihr sie öffnen und wenn ihr nach oben wischt, werden sie dann auch gelöscht. Wenn ihr nach rechts wischt oder beziehungsweise in den Osten eurer Uhr, wenn ihr so mögt, dann kommen ja hier die ganz vielen verschiedenen Kacheln und die lassen sich tatsächlich zum einen in der Reihenfolge natürlich verändern, zum anderen lassen sie sich auch in der Anzahl beziehungsweise in der Zusammensetzung verändern. Sprich, ihr könnt welche hinzufügen, ihr könnt welche löschen, all das funktioniert hier über diese Kachel hinzufügen Option. Das Ganze geht übrigens auch auf dem Smartphone, das empfehle ich euch auch, weil da ist es halt viel einfacher als hier auf der Uhr, da ist es manchmal ein bisschen hakelig, wenn ihr dann drücken, drehen und so weiter und so fort.
Alles gleichzeitig ist ein bisschen schwieriger, als wenn ihr das relativ einfach dann auf eurem Smartphone macht. Jetzt kommen wir übrigens später dann nochmal dazu, wie das Ganze da funktioniert. Das Wichtigste in dieser Nord-Ost-Süd-West-Geschichte ist aber eigentlich oben der Quick Panel, denn das sind die Schnelleinstellungen, die es euch ermöglichen, da quasi schnell auf Punkte zuzugreifen, die für euch notwendig sind. Auch hier könnt ihr individuell konfigurieren, wie das Ganze aussieht, Sachen hinzufügen, Sachen löschen, das, was ihr nicht braucht, vielleicht dann einfach auch rausnehmen, um halt da möglichst wenig Kacheln zu haben. Was haben wir hier für Kacheln? Zum einmal den Nachtmodus, da wird das Display gedimmt und so weiter und so fort, dass es einfach ein bisschen dunkler ist. Wir können hier den Ein-Ausschalter oder beziehungsweise die Ein-Ausschalt-Funktion aktivieren, die wir durch Drücken von beiden Knöpfen alternativ starten können. So, jetzt habe ich sie ausgemacht. Der dritte Punkt oben sind die Einstellungen. Da könnt ihr also in die Einstellungen reinspringen. Das geht dann auch zügiger, als wenn ihr gegebenenfalls unten über den App-Drawer geht. Der Nicht-Stören-Modus. Hier seht ihr dann nochmal das Always-On-Display. Also sprich, wenn das Display die ganze Zeit eingeschaltet bleibt und ihr könnt hier die Lautstärke verändern. Also ob ihr einen Ton hören wollt, stumm oder Vibration. Das ist die Standard erste Seite. Wie gesagt, könnt ihr natürlich individuell konfigurieren. Dann haben wir hier eine Art Taschenlampe. Da wird das Display einfach nur ganz weiß und hell geschaltet. Das kann hilfreich sein, wenn man mal was sucht oder ähnliches. Ansonsten ist das eher ein Gimmick, würde ich fast sagen. Die Display-Helligkeit lässt sich hier natürlich adjustieren. Ihr habt den Energiesparmodus, also sprich, wenn ihr kurz vor dem Akkuende seid, könnt ihr hier noch den Energiesparmodus aktivieren und ihr könnt hier auch die Lautstärke der einzelnen Töne schnell anspringen. All das funktioniert natürlich auch in den Einstellungen, aber deswegen ist es ja hier sozusagen das Schnellstartmenü, wenn ihr so mögt. So, dann haben wir hier unten die WLAN-Aktivität und wir haben die Wassersperre. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant für euch, wenn ihr getaucht seid oder damit geschwommen seid oder ähnliches oder parallel dazu, dann solltet ihr die Wassersperre aktivieren, damit einfach nicht versehentlich was gedrückt wird und ansonsten könnt ihr das Ganze auch rechts oben dann wieder deaktivieren. Dann wird über diesen Ton das Wasser aus dem Lautsprecher und so weiter rausgepustet und ihr schüttelt dann einmal und dann sollte die Uhr schon wieder startklar sein. Was haben wir sonst noch? Wir haben natürlich den Flugzeugmodus, analog zu dem, was ihr vom Handy kennt. Wir können hier den Kopfhörerfunktionalität für Bluetooth und die Buds aktivieren und wir können das Telefon suchen. Das hört sich dann wie folgt an. Und ist auch relativ laut, so viel kann ich an der Stelle schon mal verraten. Die nächste Option, die ihr habt, ist quasi euren Standort, also die Standortfunktionalität und ihr habt noch den Kinomodus, der dann auch eine Abdunklung und eine automatische Stummschaltung bewirkt. Im oberen Bereich könnt ihr immer noch euren Akkuzustand sehen und gegebenenfalls sonstige Stati, also wie bei mir hier jetzt den Nicht-Stören-Modus und seht auch, mit welchem Telefon ihr verbunden seid. Ja, im nächsten Schritt wollen wir einmal durch die Standard-Apps gehen, denn wir haben ja quasi einen Standard-App-Umfang und ich stelle mal gerade die Helligkeit etwas heller, das war vielleicht ein bisschen zu hell, nehmen wir mal doch wieder was runter, damit wir es nicht ganz so hell haben, aber ihr sollt natürlich optimal sehen, was hier auf der Uhr passiert, so ist, glaube ich, ein ganz guter Mittelweg. Also gucken wir einmal, was hier in den Apps so standardmäßig installiert ist. Und zwar ist das abhängig davon, ob ihr ein Samsung-Smartphone habt oder eben nicht. Und auch gegebenenfalls, was ihr schon für Standard-Apps auf eurem Telefon installiert habt. Und auch, was ihr beim Setup ausgewählt habt. Aber das hier sollte so ein bisschen der Querschnitt der Gesellschaft sozusagen sein, den wir hier sehen können. Zum Beispiel hier der Heartrate-Monitor. Der ist nur verfügbar, wenn ihr auch ein Samsung-Smartphone habt. Deswegen wundert euch nicht, dass der bei euch gegebenenfalls nicht auftaucht. Zunächst mal im oberen Bereich ist sowas wie der Task Manager. Da haben wir die Möglichkeit, alle verschiedenen Apps, die gerade gestartet wurden, beziehungsweise die, wie soll man sagen, die in letzter Zeit gestartet wurden, so ein Verlauf der Apps und ihr habt auch die aktiven Apps und könnt diese da auch beenden. Habt ihr auch gerade unten schon gesehen, dass man da die Möglichkeit hat, die Apps auch zu beenden. Dann haben wir im linken Bereich einmal die Telefoniefunktion. Da seht ihr, dass ihr von der Uhr quasi die Anrufe starten könnt, je nachdem, ob ihr die LTE-Version habt, gegebenenfalls auch ohne Telefon. Zum einen könnt ihr natürlich die normale Wählfunktion verwenden, das ist der linke Block. Oder aber ihr nehmt, und das haben wir gerade im rechten Bereich schon gesehen, eure Kontakte her, denn da werden die synchronisierten Kontakte von eurem Telefon genutzt. Das ist die zugehörige App dann auch. Dann haben wir natürlich den Play Store, wo wir alle unsere zukünftigen Apps herbekommen werden. Das ist eins der zentralen Mechanismen unter Wear OS, dass ihr da einen App Store habt, womit ihr auch auf der Uhr quasi eure Apps nachversorgen könnt.
Diese App hier im linken Bereich, die ist nichts anderes als eure SMS. Dann haben wir hier die Heartrate-Monitor-Funktion, die zeige ich euch in einem späteren Video. Und wir haben hier die Samsung Health App, die euch natürlich ermöglicht, eure Sportaktivitäten zu tracken. Da gehen wir jetzt auch mal kurz rein. Und dann seht ihr hier auch, dass hier quasi eure Schritte und eure Aktivitäten und euer Training und so weiter und so fort zusammengefasst sind und habt hier die Möglichkeit, dann entsprechend eure sportlichen Aktivitäten euch anzusehen. Wir haben Google Maps mit an Bord, auch dazu gibt es nochmal ein späteres Video. Im rechten Bereich seht ihr dann den Kompass. Den starten wir jetzt auch einmal, damit ihr so einen kleinen Eindruck bekommt, wie das aussieht. Ist natürlich nur ein Kompass, also keine weiteren App-Funktionalitäten. Dann haben wir die Einstellungen, die gehen wir ja gleich alle nochmal im Detail durch. Wetter dürfte, denke ich, auch klar sein als App. Hier noch Zusatzinformationen, falls ihr auch die einzelnen Stunden haben möchtet. Und wir haben dann, das haben wir gerade eben auch schon gesehen, die Telefonsuchen-Funktionalität. Wir haben eine Kalender-App mit an Bord, die ihr gegebenenfalls nutzen könnt, so ihr das denn mögt. Wir haben Bixby standardmäßig mit installiert und wir haben auch Samsung Pay standardmäßig mit installiert. Und hier unten haben wir einmal noch eine Wecker-Funktionalität, die sich, und deswegen gehen wir mal rein, die sich auch die Telefonalarme, also alle Alarme, die ihr auf eurem verknüpften Telefon habt, synchronisiert. Und die könnt ihr auch hier aktivieren, deaktivieren, wie auch immer, und könnt natürlich auch eigene Alarme hinzufügen. Im linken Bereich seht ihr dann noch die Sanduhr und das ist nichts anderes als ein Timer. Also wenn ihr zum Beispiel Eier kocht oder was auch immer ihr mit einem Timer macht, könnt ihr das hier aktivieren. Und wir haben natürlich auch eine Stoppuhr sowohl in digitaler als auch in analoger Funktionalität. Weiter unten seht ihr dann das Symbol für Samsung SmartThings. Wenn ihr da Dinge aktiviert oder das Ganze benutzt, dann könnt ihr auch hier gegebenenfalls noch Funktionalitäten daraus verwenden. Gerade wenn ihr da zum Beispiel im Bereich Kühlschränke oder so weiter unterwegs seid, könnt ihr da zum Beispiel auch die Temperatur ändern oder ähnliches. Ne? So, dann haben wir im linken Bereich die Samsung Galaxy Buds App und darüber einmal die Weltuhr. Wir haben hier die Funktionalität oder beziehungsweise die Möglichkeit, die Medienwiedergabe zu starten, sowohl auf eurem Telefon als auch auf der Uhr und auch zu konfigurieren. Wir haben hier im rechten Block den Media Player, nichts anderes als wenn ihr Musik auf eure Uhr geladen habt. Das zeige ich euch später nochmal, wie das geht. Dann könnt ihr das Ganze hierüber dann auch steuern bzw. auswählen. So, dann kommen wir zu einer Standard-App, die installiert ist, die nicht von Samsung selber ist. Das ist nämlich Outlook. Da könnt ihr quasi in die Outlook-App reingehen. Und wir haben hier noch den Kamera-Controller, sprich die Fernbedienung für die Kamera in eurem Telefon. Das ist natürlich ganz spannend, wenn man das Telefon irgendwo aufgebaut hat für ein Selfie oder sowas und dann über die Uhr den Auslöser betätigen kann. Durchaus eine interessante Geschichte. Gerade wenn das Telefon zum Beispiel mit dem Display abgewandt ist, seht ihr hier ein Bild und könnt auch auslösen bzw. auf Video umstellen. Was haben wir ansonsten noch? Wir haben noch einen kleinen Taschenrechner mit an Bord und rechts oben darüber einmal noch die Alarme-App. Hier könnt ihr auch zum Beispiel Dinge hinterlegen, einen neuen Alarm hinzufügen und so weiter und so fort. Gucken wir mal rein, um euch das mal zu zeigen. Der Vorführeffekt will nicht. Okay, gehen wir nochmal zurück. Versuchen wir es noch ein zweites Mal. Jetzt seht ihr, dass wir hier dann entsprechend den Text vergeben können und so weiter und so fort, um da eine entsprechende Alarmfunktionalität zu generieren. Taschenrechner hatte ich euch gerade eben schon gesagt, zeige ich nochmal ganz kurz, ist so ein Mini-Taschenrechner. Links unten haben wir dann die Möglichkeit, noch ein Diktiergerät zu verwenden. Dazu müsst ihr natürlich erstmal die entsprechenden Berechtigungen erteilen. Und danach habt ihr die Möglichkeit, ganz kurz Aufnahmen, oder was heißt ganz kurz, natürlich auch längere Aufnahmen in Abhängigkeit von eurem freien Speicher zu tätigen, um halt eben mal kurz was einsprechen zu können, ohne das Telefon zur Hand nehmen zu müssen. Dann haben wir rechts unten noch die Global Goals. Ich glaube, so heißt die App von Samsung. Das ist eine App, die Ziele von Samsung definiert. So ganz verstehe ich nicht, wofür sie ist, aber das könnt ihr mir vielleicht in den Kommentaren mal erklären. Und wir haben hier noch Samsung Messages, solange ihr das verwenden wollt als SMS-Ersatz. Das soll es mal gewesen sein zu den Standard-Apps und weiter geht's dann jetzt mit den Einstellungen. Als nächstes widmen wir uns dem ganz großen Bereich der Einstellungen. Das ist natürlich schier unerschöpflich, möchte ich fast schon sagen. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, über die Quick Panels oder über euren App Drawer da reinzugehen. Und dann startet ihr hier in die Einstellung rein. Im oberen Bereich seht ihr dann euer Konto. Hier in dem Fall meins. Das ist jetzt uninteressant, was dahinter steckt, weil da könnt ihr nur Profilinformationen abrufen. Das ist jetzt für uns in dem konkreten Fall weniger relevant.
Nächster Schritt sind die Verbindungen. Da könnt ihr einmal Bluetooth und WLAN aktivieren und natürlich auch NFC. Und das ist natürlich, wenn ihr zum Beispiel Google Pay oder ähnliches nutzen wollt mit der Uhr, ist das die Option eurer Wahl, denn hier könnt ihr auch die Funktionalitäten rund um die Bezahlfunktion konfigurieren. Dazu müsst ihr einmal NFC aktivieren. Dann machen wir jetzt auch mal, damit ihr das unten auch sehen könnt. Dann schalten sich diese Dinge auch frei und dann könnt ihr hier zum Beispiel zwischen Samsung Wallet und Google Pay auswählen oder gegebenenfalls, falls noch andere Bezahlarten verfügbar sein sollten, könnt ihr natürlich auch da dann entsprechend hin und her springen. Der Offline-Modus, habe ich euch schon gezeigt, ist nichts anderes als der Flugmodus, wenn ihr so wollt. Und unter jedem Bereich gibt es noch Empfehlungen oder Hinweise dazu, wonach ihr sonst suchen könnt, damit ihr dahin springen könnt, wenn ihr euch zwischen den Menüs mal vertan habt. Nächster Bereich sind die Modi, haben wir vorhin schon gesehen, Schlafmodus und Kinomodus lässt sich hier konfigurieren oder beziehungsweise ein- und ausschalten. Auch das geht natürlich oben übers Quick Panel, so ihr das denn darüber schneller erreichen könnt. Die Benachrichtigungen, und da sei an der Stelle gesagt, das geht halt am einfachsten oder beziehungsweise da braucht ihr nachher die App auf dem Smartphone, um das einfach konfigurieren zu können. Was hier nochmal wichtig ist zu wissen, und das ist gerade am Anfang, wenn man die Uhr neu hat, dann wundert man sich, warum kommen keine Benachrichtigungen an, aktiviert vielleicht am Anfang, zumindest für die erste Zeit mal, dass die auch angezeigt werden, wenn ihr euer Telefon benutzt. Denn gegebenenfalls werden die sonst nicht übertragen und ihr wundert euch, warum keine Benachrichtigungen ankommen. Und der andere Punkt ist, wenn ihr die Uhr nicht tragt, kommen auch keine Benachrichtigungen an. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen, gerade für diejenigen, die neu sind und das Ganze jetzt ausprobieren wollen. Benachrichtigung auf dem Telefon stumm schalten bedeutet letztlich nichts anderes. Wenn ihr die Benachrichtigung auf der Uhr habt, wird sie auf dem Telefon stumm geschaltet. Hier ist der Nicht-Stören-Modus, den haben wir jetzt in unserem Fall aktiviert. Und in den erweiterten Einstellungen habt ihr noch die Möglichkeit, die Benachrichtigungsanzeige auf dem Ziffernblatt zu aktivieren. Manche Ziffernblätter bieten die Möglichkeit, die Anzahl der Benachrichtigungen anzuzeigen. Ihr könnt hier die Details anzeigen lassen. Das ist gerade bei Nachrichten natürlich. Dann wird nicht nur von wem die Nachricht kommt, sondern auch der Inhalt der Nachricht angezeigt und ihr habt die Möglichkeit, den Bildschirm einzuschalten, sobald eine Benachrichtigung eingeht. Das ist natürlich Geschmackssache, weil normalerweise dreht man die Uhr dann sowieso, um drauf zu gucken. Und die Benachrichtigung für neue Telefon-Apps automatisch aktivieren, das ist halt auch Geschmackssache, weil dann wird automatisch für jede neue App aktiviert, dass ihr die Benachrichtigung erhaltet. Ja, hier im Bereich könnt ihr dann alles rund um Vibrationen, Benachrichtigungsvibrationen, Systemvibrationen, die Lautstärken, die Klingeltöne und so weiter und so fort einstellen. Alles, was sich rund um Töne und Vibrationen rankt und verbindet, das ist im Bereich Töne und Vibrationen logischerweise zu finden. Der Bereich Anzeige, Helligkeit, adaptive Helligkeit kennt ihr wahrscheinlich vom Smartphone. Je heller es draußen ist, desto heller wird das Display. Always-on-Display bedeutet, dass das Display dauerhaft leicht eingeschaltet ist, nicht in voller Helligkeit. Manche Watchfaces haben auch eine Always-on-Display-Funktionalität, die etwas zurückschraubt, aber es kostet halt Akku. Deswegen überlegt euch, ob ihr das mit drin haben wollt oder nicht. Hier könnt ihr dann noch ein paar Gesten aktivieren und kombinieren. Zum Beispiel, wann soll die Uhr aktiviert werden? Mit Drücken auf den Knopf, mit der Bewegung der Lünette und so weiter und so fort. Mediensteuerelemente anzeigen ist vielleicht noch ganz interessant, dass automatisch auf eurer Uhr hier unten so ein kleines Symbol auftaucht, wenn ihr auf eurem Telefon die Mediensteuerung aktiviert habt. Bildschirm-Timeout dürfte, denke ich, klar sein. Und letzte App-Anzeigen bedeutet nichts anderes. Wenn ihr die Uhr wieder aktiviert, soll dann die letzte App, die ihr genutzt habt, wieder angezeigt werden oder halt eben nicht. Ja, weiterhin könnt ihr natürlich auch hier Schriftarten und so weiter und so fort, Schriftgrößen konfigurieren, die euch dann gegebenenfalls das Ganze erleichtern, das Display ablesen zu können. Ihr habt noch die Möglichkeit, die Berührungsempfindlichkeit zu erhöhen, wenn ihr Handschuhe anhabt, damit das Ganze dann trotzdem funktioniert. Und im Lademodus werden euch, wenn ihr die Option hier aktiviert habt, automatisch die Ladeinformationen angezeigt, bis der Akku vollständig geladen ist. Das ist immer ganz hilfreich, weil man dann sieht, wie voll das Ganze denn ist. Gut, damit sind wir eigentlich auch schon durch im Bereich Anzeige und kommen jetzt zu Health. Das sind die Einstellungen rund um Samsung Health, und zwar diejenigen, die es gilt, im Bereich der Uhr noch zu konfigurieren. Sprich, wie oft soll der Puls gemessen werden, soll der Blutsauerstoff beim Schlafen gemessen werden, soll die Hauttemperatur im Schlaf gemessen werden und so weiter und so fort.
All diese Gesundheitsfunktionalitäten sind hier nochmal mit aufgegriffen und ihr könnt auch die automatisch zu erkennenden Aktivitäten konfigurieren. Da vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis, standardmäßig ist immer Standort aufnehmen ausgeschaltet. Also sprich, wenn ihr laufen geht und nicht selber eine Lauffunktion oder die Lauffunktion aktiviert, dann wird euer Standort nicht mit aufgezeichnet. Das kann gut sein, muss es aber nicht und gerade wer sich da wundert, sollte vielleicht da überlegen, ob er das automatisch aktiviert. Das bedeutet natürlich auch, klar, es kostet Akku, logisch, aber ihr müsst halt nicht ständig beim Laufen selbst eine Aktivität starten, sondern könnt einfach die Aktivität nutzen und trotzdem euren GPS-Standort aufzeichnen lassen. Das aber vielleicht nur als kleiner Hinweis für diejenigen, die sich da wundern. So, ansonsten könnt ihr hier die inaktive Zeit aktivieren, wo ihr quasi für Inaktivität hingewiesen werden wollt. Für andere Geräte sichtbar machen ist dann die Kopplung und damit sind wir eigentlich da auch schon durch. Sicherheit und Datenschutz. Hier geht es dann nochmal darum, dass die Uhr natürlich auch gesperrt werden kann, so ihr das denn möchtet. Sobald ihr eine Bezahlfunktion aktiviert, also sowohl Samsung als auch Google Pay, da ist es so, dass ihr sowieso eine PIN vergeben müsst. Das geht gar nicht anders, denn dann ist die Sicherheitsfunktion automatisch aktiviert. Ansonsten könnt ihr den Bezahlvorgang oder beziehungsweise die Bezahl-App gar nicht aktivieren. Im Bereich Datenschutz dürfte, denke ich, klar sein, gibt es noch Hinweise zum Datenschutz und die Handgelenkerkennung bedeutet nichts anderes, als dass die Uhr automatisch erkennt, ob ihr die Uhr tragt und das bedeutet auch, wenn ihr zum Beispiel die Uhr ablegt, dass sie dann automatisch gesperrt wird. Das ist natürlich wichtig, insbesondere wenn ihr Bezahlfunktionen aktiviert habt, weil dann kann niemand, der euch die Uhr abnimmt oder ihr lasst die Uhr irgendwo liegen und jemand klaut sie euch, eure Bezahlfunktionalitäten nutzen. Standort dürfte, denke ich, klar sein. Hier werden Berechtigungen vergeben und grundsätzlich noch Konfigurationen zu den Standortdiensten sind möglich. Dann ein ganz wichtiger Punkt aus meiner persönlichen Sicht ist die Notfall- bzw. Sicherheit- und Notfalloption. Hier könnt ihr medizinische Informationen hinterlegen und vor allen Dingen auch Notfallkontakte. Ihr habt die Möglichkeit, die Konfiguration der Notfall-SMS vorzunehmen und ihr könnt auch die Erkennung von schweren Stürzen aktivieren. Das ist ja eine Funktion, die durchaus für den einen oder anderen interessant sein kann, weil sobald man stürzt, wird automatisch, nach einer gewissen Zeit natürlich, wird automatisch ein Notfallkontakt angewählt oder halt auch gegebenenfalls die Feuerwehr, die jetzt oben schon vorkonfiguriert war. Da kann es durchaus Sinn machen, dass man das etwas ändert in der Standardkonfiguration. Das bleibt natürlich jedem selber überlassen, aber für mich ist zum einen der Countdown von 10 Sekunden, der ist mir etwas kurz. Ja? In der Zeit kann man im Zweifel vielleicht nicht reagieren und löst dann automatisch einen Notruf aus. Das muss ja nicht unbedingt sein. Die andere Alternative ist neben der Notrufnummer halt eben noch zu konfigurieren, dass ihr da nicht eine Notrufnummer angerufen wird, sondern erstmal vielleicht ihr angerufen werdet oder euer Partner oder wer auch immer, damit ihr mit dem gegebenenfalls dann kurz besprechen könnt, brauchen wir wirklich die Feuerwehr oder halt eben nicht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen notwendig, um halt auch die Feuerwehr da zu entlasten, weil wenn ihr das aktiviert und ihr fallt hin und ihr denkt nicht dran, und es ist gar nichts passiert, kann trotzdem gegebenenfalls halt dieser Notruf ausgelöst werden. So, Konten und Sicherung, da sind jetzt meine Konten drin, das ist für euch, glaube ich, weniger spannend und relevant. Wichtiger der Bereich Sicherung hier unten, die Uhr kann natürlich auch gesichert werden, macht auch Sinn, denn wenn ihr sie zurücksetzt, könnt ihr sie dann gegebenenfalls auch wieder herstellen. Deswegen solltet ihr das auf jeden Fall konfigurieren. Bei Google könnt ihr auch dann das Konto nochmal konfigurieren und dann sind wir auch schon bei den erweiterten Funktionen. Oder wie ich es nenne, die Resterampe der Einstellungen. Zum Beispiel gibt es hier die Alarmfunktionalität, wenn sich Telefon und Uhr entfernen. Hier gibt es noch einmal die Wassersperre. Ihr könnt hier die Schaltflächen anpassen. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, denn die Konfiguration der Tasten, habe ich euch ja vorhin schon gesagt, die könnt ihr durchaus mehrfach belegen oder unterschiedlich belegen. Die Möglichkeit habt ihr halt hier, das Ganze anzupassen. Ist für mich nicht ganz klar in der Benamung, um ehrlich zu sein, weil das Schaltflächen sind, naja, ob das richtig übersetzt ist, ich weiß es nicht genau. Und hier stelle ich zum Beispiel bei mir immer das Bixby nicht bei Drücken und Halten auf den Home-Button angeschaltet wird, sondern dass da das Ausschalten-Menü kommt. Und im unteren Bereich der Zurücktaste könnt ihr hier natürlich zum einen zum vorherigen Bildschirm zurückspringen. Ihr könnt aber auch den Task Manager sozusagen aktivieren und da euch quasi die aktuellen Apps anzeigen lassen, sodass ihr nicht ein Menü zurückkommt, sondern dann aus den Apps auswählen könnt. Statusindikatoren sind nichts anderes als der Bereich, der im oberen Teil euch anzeigt, ob ihr gerade, ich sag mal, den Nicht-Stören-Modus aktiviert habt und so weiter und so fort, ob das angezeigt bleiben soll oder nicht. Wir haben hier Möglichkeiten, die Gesten zu konfigurieren, sowohl für die Anrufannahme als auch Alarme verwerfen, Schnellstart und so weiter und so fort. Könnt ihr dann mit Bewegungen eures Handgelenks sozusagen das Ganze verarbeiten bzw. benutzen.
Ja, Gerätewartung ist nichts anderes, als dass ihr nochmal einen Überblick bekommt über euren Akku und Speicherplatz. Akku, hier seht ihr gerade, das Nutzerverhalten wird noch gelernt, deswegen ist noch keine Restlaufzeit verfügbar. Ihr habt hier die Möglichkeit, euch den Speicherplatz anzuschauen und auch den Arbeitsspeicher. Und das Gute ist, ihr könnt, wenn ihr hier jetzt reingeht, und das machen wir jetzt auch mal, könnt ihr natürlich auch euch einen Überblick über die Apps und über den Verbrauch der Apps verschaffen und habt vor allen Dingen auch die Möglichkeit, Apps zu beenden. Denn hier seht ihr, ihr könnt den Arbeitsspeicher freigeben, indem ihr im Hintergrund geöffnete Apps bereinigt oder beziehungsweise beendet. Gleiches gilt übrigens auch für den Speicherplatz. Auch da habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel Musik oder sowas auf euer Telefon geladen, auf euer Uhr geladen habt und möchtet das wieder zurücksetzen, dann könnt ihr hier auch die Konfiguration oder beziehungsweise den Speicherplatz aus den jeweiligen Verbräuchen sozusagen wieder freigeben. Im nächsten Schritt gehen wir mal zu den Apps. Auch da könnt ihr einiges konfigurieren. Zum einen die Standard-Apps. Das ist durchaus nicht ganz uninteressant, gerade zum Beispiel im Assistenten zwischen Bixby und dem Google Assistant. Die Browser-App, die Start-App werdet ihr wahrscheinlich nicht verändern und auch die Telefonie-App eher unwahrscheinlich. Aber hier könnt ihr die Standards dann halt definieren. Ihr könnt hier die App-Liste aufrufen, wo ihr dann nochmal alle Apps, die ihr installiert habt, seht. Und das ist das Spannende, ihr könnt tatsächlich auch von den Standard-Apps einige deinstallieren. Das will ich euch jetzt gleich auch mal zeigen. Das kann Sinn machen, wenn ihr die gar nicht benutzt, denn sonst verbrauchen die gegebenenfalls einfach nur Speicherplatz. Und da gehen wir zum einen mal hier wo gehen wir rein? Wir gehen mal in Buds Controller, der dürfte sich deinstallieren lassen. Da könnt ihr die Berechtigung euch angucken, den Cache und so weiter. Und ihr könnt hier aber auch deinstallieren. Und das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Wenn ihr die gar nicht braucht, macht es durchaus Sinn, da mal reinzugucken. Berechtigungsmanager ist nichts anderes als das, was ihr auch vom Smartphone kennt, sprich die Apps, die irgendeine Berechtigung haben, könnt ihr hier euch nochmal ansehen. Und ihr könnt hier für die Samsung-Apps auch nochmal die entsprechenden Apps starten, die entsprechenden Updates starten, das wollte ich sagen. Das bedingt, dass ihr den Galaxy Store oder beziehungsweise die Bedingungen des Galaxy Stores natürlich akzeptieren müsst. Und dann seht ihr hier, haben wir sogar tatsächlich auch schon ein paar Updates, die wir durchlaufen lassen müssen. Machen wir jetzt mal nicht, das kostet jetzt zu viel Zeit. Gehen wir mal wieder zurück. Aber vom Grundsatz her könnt ihr halt hier die entsprechenden Updates dann fahren. So, im allgemeinen Bereich Text-zu-Sprache-Konfiguration, das ist letzten Endes nichts anderes, als dass euch die Uhr etwas vorliest und was ihr da, ob ihr die Geschwindigkeit und so weiter und so fort haben möchtet. Im Bereich der Eingabe, auch das dürfte nicht überraschen, könnt ihr konfigurieren, über welche Tastatur oder über welche Eingabemechanismen ihr denn Dinge eingeben wollt und auch Schnellantworten vorkonfigurieren. Hier seht ihr das nochmal, wenn ihr eine zweite Tastatur wie Gboard oder so installiert habt, dann könnt ihr auch hier die Standardtastatur ändern, um das Ganze dann entsprechend nutzen zu können. So, gucken wir nochmal weiter. Datum und Uhrzeit wird mit dem Telefon synchronisiert in unserem Fall. Ausrichtung haben wir beim Einrichtungsvideo uns schon angeguckt. Das ist halt, da könnt ihr nochmal einstellen, ob ihr es an der rechten oder linken Hand tragt. Uhr zum neuen Telefon übertragen. Das ist eine neue Funktion tatsächlich. Die gibt's oder gab es in den Softwareständen der Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro und Co. Gab es das bisher noch nicht. Da musstet ihr die Uhr immer zurücksetzen, wenn ihr auf ein neues Telefon wechseln wolltet. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, das Ganze automatisch zu übertragen oder beziehungsweise zu übertragen, nicht automatisch, aber zu übertragen. Für mich wirklich nochmal eine gute Verbesserung, dass das jetzt eingeführt wurde, weil das ja durchaus mal vorkommen kann. Im Bereich der Eingabehilfen finden wir ganz viele Optionen, die euch dabei helfen, wenn ihr gewisse Einschränkungen habt. Sowohl im Hören als auch im Sehen, als auch in der Bedienung gibt es hier viele Hilfsmittel, die die Haptik und auch die Optik und die Akustik verbessern, um euch da gegebenenfalls bei zu unterstützen. Gerade wenn ihr zum Beispiel nicht so gut gucken könnt, gegebenenfalls, oder Farbumkehr, dass ihr halt Farben nicht sauber erkennen könnt. Diese Möglichkeit besteht hier, das Ganze zu konfigurieren, damit ihr dann entsprechend die Uhr trotzdem nutzen könnt. Finde ich ganz gut, dass da wirklich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Ich weiß gar nicht, welche Möglichkeit für welche Einschränkung letzten Endes relevant ist, aber es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier Dinge zu konfigurieren, die die Uhr auch in diesem Bereich dann halt verfügbar machen, beziehungsweise euch die Möglichkeit geben, die Uhr dann nutzen zu können. Und da muss man wirklich sagen, da ist Samsung schon seitdem es, ich weiß gar nicht seit welcher Watch, aber schon seit Ewigkeiten wirklich mit dabei, da viele verschiedene Dinge mit einzubauen, die euch da das Arbeiten mit der Uhr erleichtern, auch wenn es eben nicht im Standard ist und ihr da gewisse Einschränkungen in euren Funktionen, in euren Dingen habt. So, Software-Update dürfte, denke ich, klar sein. Hier wird einfach nur das Update der Uhr geprüft. In unserem Fall sollte da jetzt nichts drauf sein, weil ich das eigentlich gestern gemacht habe. Genau. So, dann haben wir Tipps und Einführungen. Das ist nichts anderes
als nochmal das, was wir ganz am Anfang gesehen haben, sich anzuschauen und auch so eine Art kleines Benutzerhandbuch, aber wirklich nur ganz klein und kurz. Und Infos zur Uhr ist letzten Endes nichts anderes. Da könnt ihr nochmal eure Akkukapazität abfragen, Seriennummer und so weiter und so fort. Auch das dürfte jetzt hier an dieser Stelle für uns nicht weiter relevant sein. Insofern sind wir durch mit den Einstellungen. Wenn ihr noch Fragen zu den Einstellungen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich versuche es umgehend zu beantworten. Ja, zum Abschluss widmen wir uns jetzt nochmal der Smartphone-App, denn ich habe euch ja vorhin schon gesagt, auf der Uhr könnt ihr super viel konfigurieren, logisch, aber vieles und das meiste geht tatsächlich auch über die Smartphone-App und das ist auch durchaus mit Vorteilen behaftet, weil es halt einfach in der Konfiguration nochmal etwas einfacher ist. Steigen wir hier mal ein. Im linken Bereich könnt ihr eure Uhren gegebenenfalls löschen oder auch konfigurieren. Wenn ihr mehrere Uhren habt, könnt ihr zum Beispiel die automatische Erkennung, welche Uhr aktiv ist, aktivieren und ihr seht im oberen Bereich dann nochmal die Akkulaufzeit oder beziehungsweise die Restkapazität. Hier gibt es dann schon den Hinweis, dass wir für unsere Herzgesundheit dann bitte den Samsung Health Monitor aktivieren sollen. Das tun wir dann im späteren Video sicherlich auch mal. Hier könnt ihr die Suche der Einstellung vornehmen und jetzt sind wir im unteren Bereich schon, den ihr auch schon von der Uhr kennt, wo wir zum Beispiel durch langes Gedrückthalten auf der Uhr dann auch das Watchface ändern können. Auch das geht hier natürlich nochmal in der Wearable-App und zwar deutlich komfortabler. Ihr könnt hier durchscrollen, viel einfacher konfigurieren. Also ich empfehle immer, wenn ihr da was umstellen wollt und so weiter und so fort, versucht es erstmal in der Smartphone-App, weil es halt aus meiner Sicht einfacher ist und auch komfortabler möglich ist. Gerade wenn ihr Apps und sowas hin und her verschieben wollt oder wie hier jetzt die Farbe ändern wollt und dann die entsprechenden Anzeigen noch konfigurieren wollt. Das geht einfach schneller und komfortabler als auf der Uhr. Natürlich geht es auch auf der Uhr, aber es geht halt auf dem Smartphone aus meiner Sicht deutlich komfortabler. Wir konfigurieren jetzt hier mal was rein. Was wollen wir jetzt noch reinhaben? Mondphase von mir aus, ist ja egal. Und dann drückt ihr einfach auf Speichern und dann sehen wir schon, dass das Watchface sich auch auf der Uhr geändert hat. Und ihr habt natürlich bei den Watchfaces eine schier unendliche Auswahl im Play Store. Das ist wirklich Wahnsinn, was es da mittlerweile gibt. Und könnt dann hier auch eure Favoriten verwalten. Das erleichtert dann auf der die Konfiguration letztlich auf der Uhr dann auch. Gleiches oder ähnliches gilt natürlich auch für die anderen Funktionalitäten. Ihr könnt hier die Apps verschieben und umschwenken, umstellen, wie auch immer ihr es machen wollt. Einfach draufdrücken, verschieben, all das funktioniert. Ihr könnt auch da in die Deinstallation von Apps reingehen. Also das geht deutlich einfacher aus meiner Sicht als auf der Uhr. Gleiches gilt auch für die Kacheln. Auch da könnt ihr die gleiche Konfiguration wie auf der Uhr vornehmen. Auch das aus meiner Sicht hier deutlich komfortabler und einfacher als auf der Uhr selber. Der Quick-Panel-Bereich, auch den könnt ihr natürlich noch konfigurieren. Das ist jetzt für mich kein großer Unterschied, aber auch das geht natürlich hier auf der Uhr, geht auf der Uhr sowohl als auch auf dem Telefon. Als nächstes gehen wir mal in die Uhreneinstellungen rein. Und dann sehen wir hier ein ähnliches Bild wie bei den Einstellungen auf der Uhr. Wir haben auf der Uhr noch deutlich mehr Einstellungen, aber wesentliche Teile, und ich fasse es mal ganz grob so zusammen, ja, die könnt ihr auch hier auf dem Telefon konfigurieren. Zum Beispiel den Schlafmodus, dass der synchronisiert wird mit zwischen Uhr und Telefon. Ihr könnt in den Benachrichtigungen einiges konfigurieren und bei den Benachrichtigungen ist es tatsächlich so, dass ihr das hier schon alles kennen dürftet, aber den Bereich hier oben, also welche Apps dürfen Benachrichtigungen senden, den gibt es tatsächlich nur auf der Uhr und den müsst ihr dann auch auf der Uhr entsprechend konfigurieren. Wenn ihr Benachrichtigungen von Apps vermisst, dann guckt bitte, ob das hier aktiviert oder deaktiviert ist, weil das ist oft auch ein Kriterium, was dafür sorgt, dass keine Benachrichtigungen ankommen, weil halt einfach die App nicht die notwendige Berechtigung hat. Im unteren Bereich sind alles Punkte, die ihr schon aus der Uhr kennt, das heißt aus dem vorderen Teil dieses Videos. Da gibt es eigentlich keine Dinge, die man nicht auch auf der Uhr konfigurieren könnte. Gleiches gilt für die anderen Punkte jetzt hier. Auch da nochmal, es ist hier etwas übersichtlicher aus meiner Sicht, aber vom Grundsatz her keine Zusatzfunktionalitäten, außer im Bereich Wallet, denn zum Beispiel Samsung Pay, da müsst ihr bzw. könnt ihr auf der Uhr das Ganze nicht sofort einrichten, sondern müsst das erstmal hier auf eurem Telefon tun. Auch das dürfte, denke ich, nochmal ein Zusatzfeature sein, was hier am Telefon relevant ist. Notfallkontakte und auch da die Konfiguration, auch das könnt ihr hier auf dem Telefon machen. Macht auch da vielleicht gegebenenfalls Sinn, das einzustellen, statt auf der Uhr, weil es dann etwas komplizierter ist. Gleiches gilt auch für die anderen Positionen. Ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht mehr alle im Detail durchzugehen.
Auch da sind die Einstellungsmöglichkeiten entsprechend weitgehend dem, was auch die Uhr ermöglicht, und es lässt sich halt komfortabler konfigurieren. Was vielleicht noch interessant ist, ist der Bereich Inhalte verwalten hier unten, denn auch das ist eine Funktion, die es nur auf dem Smartphone gibt. Da könnt ihr, und das haben wir vorhin auf der Uhr auch schon gesehen, könnt ihr Musik und Bilder auf eure Uhr laden. Denkt immer dran, der Speicher ist nicht unbegrenzt. Ja, also wir haben vorhin gesehen, ich meine 8 GB sind belegt, 7 sind noch frei. Das ist also nicht unbegrenzt, gerade wenn ihr noch ein paar Watchfaces, da sehen wir es nochmal, genau, wenn ihr noch ein paar Watchfaces und ein paar Apps installiert, dann geht das gegebenenfalls relativ schnell, dass das Ganze dann auch voll läuft. Und hier unten die Punkte kennen wir auch schon von der Uhr. So, dann würde ich sagen, sind wir mit den Einstellungen in der App mal durch. Achso, einen kleinen Tipp, genau, einen kleinen Tipp noch. Wenn ihr die Uhr umbenennen wollt, die heißt ja standardmäßig wie die Uhr und dann euer Name dahinter, dann könnt ihr hier einfach den Gerätenamen in den Einstellungen ändern. Wir ändern den jetzt hier mal. Und dann sind wir durch. Und dann heißt das Ding halt eben We Love Tech statt vorher Galaxy Watch 6 Classic von Stefan. So, dann sind wir damit durch. Uhr finden habe ich euch auch schon auf der Uhr gezeigt, nur andersherum. Da haben wir ja quasi das Telefon gesucht. Hier könnt ihr jetzt dann quasi die Uhr finden über die SmartThings App, dass ihr da einfach auch gucken könnt, wo habt ihr die Uhr zum letzten Mal gespeichert, wo ist die Uhr zum letzten Mal aufgetaucht, wo war sie zum letzten Mal gekoppelt, und könnt auch da einen Ton absenden, sodass ihr dann quasi die Uhr findet, falls sie irgendwo auf der Couch liegt, unter Kissen, ich weiß nicht wo. Tipps und Benutzerhandbuch dürfte, denke ich, auch nochmal klar sein. Das sind nochmal die Grundeinstellungen. Das sollte euch hoffentlich nach diesem Video gar nicht mehr interessieren. Und der Store, das ist auch klar, das ist jetzt der Play Store, wo ihr noch zusätzliche Apps, Watchfaces und so weiter und so fort installieren könnt. Das schier unerschöpfliche Quelle von Informationen bzw. Apps unter Wear OS. Ja, damit sind wir tatsächlich mit dem Video soweit auch schon durch. Ich hoffe, ich konnte euch so ein kleines bisschen helfen, auch was die App auf dem Smartphone nochmal angeht. Und ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich alles angeschaut, was relevant ist. Meinen größten Respekt an jeden, der die 35 Minuten bis hierhin durchgehalten hat. Eines meiner längsten Videos bisher, aber ich wollte euch halt einfach so viel wie möglich erklären, damit ihr so viel wie möglich an Informationen auch für den Einstieg bekommt. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen geholfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare. Ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.